Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns auf meinem Main auf dem Server Fusion 9. Hier waren wir jetzt ja auch schon ein bisschen länger nicht mehr. Und ich habe seit sehr, sehr langer Zeit nicht mehr in die IHOF geschaut, beziehungsweise auch gar nicht mehr so wirklich in die normale Ehrenhalle rein, wie wir jetzt momentan gerade stehen, was so die stärksten Gilden momentan der Welt machen. Da haben wir ein bisschen unser Augenmerk in letzter Zeit darauf verloren, aber es war halt auch viel anderes. Mal jetzt gerade auch das mit den neuen Expeditionen ist da erstmal so ein bisschen das Augenmerk drauf, das neue Update etc. pp. Ne? Also nur mal so, um zu gucken. Wir sind hier mit Celtic auf jeden Fall erstmal auf Platz 2, ist ja klar. Horizon auf Platz 1, ne, mit ein bisschen Abstand. Wir haben auch ein bisschen Abstand gewinnen können zu Platz 3 jetzt momentan gerade. Und ja, hier tut sich eigentlich tatsächlich gar nicht mal so viel. Wenn wir uns mal hier den Durchschnitt anschauen, 663er Durchschnittslevel hat jetzt Horizon gerade hier und wir sind bei 618, ist auch nicht verkehrt. Gilde natürlich immer noch top aktiv, ne? Jeder ist am Start, aber auch die anderen Gilden sind hier, glaube ich, auch ein bisschen besser geworden in der Vergangenheit, beziehungsweise haben vielleicht auch so den ein oder anderen neuen dazu bekommen. Sind hier jetzt auch bei 587, was auch nicht verkehrt ist. Und ja, ich meine, wir können uns mal einen Gildenkampf anschauen, wenn wir hier irgendwo einen zufällig haben. Last Dawn, ja, Horizon. Wir gucken mal hier rein. Wir spuren mal auf mich vor. Mal gucken. Ja, man muss dazu sagen, Horizon scheint nochmal ein ganz schönes, krasses Stückchen besser geworden zu sein. Denn ich kann mich erinnern, dass wir in der Vergangenheit, oder wir waren jetzt extrem unlucky gewesen, das kann auch sein, keine Ahnung. In der Vergangenheit sind wir so auf die 31, 32er gekommen, so, ne, an Leuten, die wir hier besiegt haben von Horizon. Jetzt sind wir hier gerade mal bei der 23, 24, 25, 26. Also, ja, kann auch sehr unlucky gewesen sein, oder Horizon hat sich auch nochmal deutlich verbessert. Das Ganze habe ich natürlich jetzt nicht so auf dem Schirm. Und wenn wir mal in die IHOF reinschauen, gucken wir mal. Gods of Light ist jetzt momentan gerade auf Platz 1 weltweit, gefolgt von Horizon. Endgegner Alpha auf Platz 3, Phoenix auf Platz 4 und Avanturnici auf der 5 ist ja ein polnischer Server, F10, also falls ihr da drauf starten wollt. Und wir sind mit, also wir meine ich, ja, F21, wo auch mein Battlemage drauf ist, da können wir ja sehr gerne mal reinschauen, sind hier auch in der IHOF vertreten. Und das ist natürlich ganz cool. Da habe ich habe mich so gefreut darüber, dass ich mal irgendwann in der IHOF mal mitfighten kann, in der Rangliste so, ne? Und dann habe ich es mir tatsächlich gar nicht mehr so häufig danach angeschaut, ne? Aber ja, so ist das immer. Dann kommt dann immer irgendwie was Neues und ja, etc. pp. Deswegen gucken wir da jetzt einfach mal gemeinsam rein ins Video und schauen mal, was wir so geleistet haben. Ist ja hauptsächlich auch eine Battlemage-Gilde hier. Hat sich natürlich jetzt auch vermischt mit vielen anderen starken Accounts von den Servern, die halt eben, ja, von vielen deutschen Servern, von vielen starken deutschen Servern auch, oha, Alter, was war denn da los? Aber gut, auf Stufe 677 ist auch heftig, ne? Also, ja, ich muss dazu sagen, ich bin sehr überrascht, dass wir mit Rising Phoenix hier auf jeden Fall doch so gut aufgestellt sind. Ich meine, wir haben echt ein paar sehr gute Spieler hier am Start, ne? Aber dadurch, dass ja vorher Black Bull ja auch eine relativ, ich sag mal, im Verhältnis zu den anderen Gilden, die wir hier oben sehen, eine relativ junge Gilde ist, sag ich mal, mit, weiß ich nicht, wann war W27, vor 5, 6 Jahren oder so, ne? Im Vergleich zu Servern, die natürlich jetzt schon, was weiß ich, so 12, 13 Jahre oder was weiß ich alt sind, ne, ist das natürlich relativ jung, ist natürlich auch schon ein bisschen älter, ne, aber ihr wisst, was ich meine, ist natürlich nicht verkehrt, ne, aber wie gesagt, wir haben hier halt auch viele Spieler in der Gilde, die halt eben auch von etwas älteren Servern kommen, deswegen die Konstellation jetzt hier gerade auf Platz 6. Ja, wenn wir mal reinschauen hier, Gods of Light kämpft ja wahrscheinlich gegen Horizon hier, können wir uns mal einen Fight anschauen, wie das Ganze hier so verläuft. Und wie knapp tatsächlich denn auch die Fights sind hier zwischen Horizon und Gods of Light. Da bin ich auch mal sehr gespannt, ob das mit einem großen Unterschied hier einhergeht, der Abstand zwischen den beiden Gilden. Oder
Ob das noch relativ knapp beieinander ist, das werden wir jetzt mal gucken. Bisher sieht es noch wirklich so aus, als ob die beiden Gilden wirklich gleich aufkämpfen. Wir haben hier, ja, den 43. gegen den 40. gerade hier. Ne, es geht immer so ein bisschen hin und her. Aber am Ende des Tages scheint es so zu sein, dass Gods of Light hier doch ganz schön noch die Oberhand hat über die internationale Hall of Fame. Was natürlich nicht immer so aussagekräftig ist, weil da kann natürlich auch viel variieren etc. pp. Ne? Aber ja, hier, Gods of Light hat halt auch einfach wirklich extrem starke Leute am Start. Aber es geht tatsächlich. Also so groß ist der Unterschied doch nicht. Wir haben jetzt hier den letzten von Horizon gegen den letzten von Gods of Light. Und ja, da hat Don Zeus jetzt an der Stelle auf jeden Fall gewonnen. Also es ist wirklich jetzt noch überschaubar. Horizon mit realistischen Chancen wahrscheinlich noch, sich auch vielleicht mal irgendwann hier und da mal Platz 1 zu sichern. Wir gucken mal auf F8 rein. Wir haben hier ja auch einen Account zum Testen mal erstellt bei den Gorgos-Stalkern, Alter. Ich glaub's nicht. Ja, und da sehen wir hier auch, dass zum Beispiel Endgegner war ja so mit die erste Mega-Fusionsgilde, die so alles, plattgewälzt hatte, so, ne? Und Gods of Light hat sich ja dann in Anschluss dessen auf demselben Server erstellt und hat auch eine Mega-Fusionsgilde erstellt, die dann nochmal stärker wurde als Endgegner. Und hier sind ja auch bei Endgegner sehr viele Namen, die halt wirklich auch Rang und Namen haben hier, wie 70, Ormel, Ignil, Bresel, Dein Nachbar und viele weitere, mit denen wir hier auch schon viel zu tun hatten. Hier unter anderem, ja, der Scythe hier auch, ne, der immer aufgrund seines Levels hier in der Gilde ein bisschen untergeht, aber halt auch mit einer der stärksten Magier weltweit ist. So, ne? Und deswegen sind sie halt auch nicht sehr weit weg von Platz 1, sag ich mal. Ne? Ich würde mir mal sehr gerne mal die Fights zwischen den beiden hier anschauen, wie das wirklich aussieht am Ende des Tages. Hier haben wir ein Durchschnittslevel von 658 zu 663. Haben wir hier sogar tatsächlich einen Vorteil leveltechnisch gegenüber Gods of Light von den Endgegnern. Aber das Ding ist halt auch, ja, wenn hier halt eben auch ein paar mehr XP-Spieler mit dabei sind, ne, dann, ist das natürlich auch immer so eine Sache. Ormel sogar vor Ignil hier auch am Start, von den Leveln her, 3 Level vor ihm, aber Ignil natürlich, wissen wir ja Bescheid, hat noch alle Dungeons, oder ja, nicht alle Dungeons, aber sehr viele Dungeons noch offen, dass er hier noch locker, flockig, irgendwann den Dr. Darm, der ja momentan gerade noch der höchste vom Level her ist, einholen könnte. Ja, ich glaube, das kann man auch irgendwie nachschauen. Wir müssen mal schauen. Warte mal, wie kommen wir jetzt hier am besten schnell zum Webshop? So, hier. Gucken wir mal in die Statistiken rein. Und dann, sehen wir hier Dr. Darm momentan auf 728. Ne? Hat wahrscheinlich aber schon alle Dungeons soweit erledigt. Und der Ignil natürlich hier auf Platz 22 momentan gerade mit Stufe 707, aber er hätte safe die Chance, sich auf Platz 2 zu kämpfen und irgendwann vielleicht auch Platz 1. Das ist also sein großes Ziel, deswegen, ja, da werden wir auch auf jeden Fall weiter drauf schauen. Und das sind so momentan gerade die Zwischenstände zwischen den stärksten Gilden der Welt, ne? Bin gespannt, wie sich das Ganze noch entwickeln wird, aber ich denke mal, so wie die Machtverhältnisse jetzt momentan sind, wird sich das wahrscheinlich auch nicht großartig verändern. Wie gesagt, ich finde es sehr cool, dass wir hier mit Rising Phoenix auf jeden Fall am Start sind hier, mit dem Battle Mage, den ich hier auch spiele, und dass die Gilde hier auch so sehr gut performt, das freut mich natürlich persönlich auch besonders. Ist hier die Gilde natürlich auch weiß hinterlegt, hier auf Platz 6. Trotzdem, ja, kriegen wir hier noch relativ gut aufs Maul, aber ich sag mal, wir haben hier wirklich schon auch eine echt gute Gilde hier. 617er Durchschnittslevel und damit sind wir hier aber auch trotzdem
sehr, sehr, sehr solide in den Top 10 der IHOF-Gilden aufgestellt. Ne? Ja, meine lieben Freunde, so sieht es momentan aus. Wenn wir hier nochmal auf die Battlemage-Statistiken schauen, wenn wir hier mal einmal danach ordnen, dann sehen wir ja, dass wir hier auch ganz gut, einigermaßen gut am Start sind. Hier vom Level her auf Platz 3 momentan gerade. Ne? Bin jetzt kein heftiger XP-Spieler gewesen in der Vergangenheit mit dem Battle Mage. The Dark Mage, soweit ich weiß, ist ja ein purer XP-Spieler, deswegen kommt halt hier auch dieser extreme Level-Fortschritt zustande. Ja, genau, so sieht das Ganze aus. Und wenn wir mal hier sortieren nach Hauptattribut und Ausdauer, dann sind wir hier momentan gerade noch auf Platz 4, was auch super, super in Ordnung ist von den Battle Mages. Deswegen, ja, mal gucken. Vielleicht arbeiten wir uns da auch noch das ein oder andere Plätzchen hoch, aber in letzter Zeit habe ich auch immer nur so das Nötigste gemacht, ne? Also auch nicht so extrem viel, dass ich so sagen könnte, jo, das reicht aus auf jeden Fall, um hier, ja, weiß ich nicht, die meist gegainten Basispunkte im Monat zu haben. Ne? Also ist auch tatsächlich jetzt mal vorgekommen, dass keine Ahnung, so 1-2 Stunden oder so vielleicht mal meine Goldgrube vollgelaufen ist. Also in letzter Zeit hat es ein bisschen gekracht, aber ich hoffe mal, naja, dass wir hier nicht allzu viel einbußen. Es ist sonst, keine Ahnung, es ist die letzten Jahre fast nie passiert, dass irgendwas bei mir voll läuft, aber ja, weiß ich nicht, ist manchmal so, ne? Kann man nichts machen. Alles klar, Leute, das soll es aber erstmal für das Video heute soweit gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder in einem weiteren Video. Bis dahin, haltet die Ohren steif, haut rein und bis zum nächsten Mal.